Hallo zusammen, heute quilten wir gemeinsam Dahlien. Wir können sie gefüllt in mehreren Farben arbeiten, wir können sie konzentrisch anlegen und wir können Bilder damit gestalten. Wenn ihr mögt, macht einfach gleich mit. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Um unsere Dahlien quilten zu können, brauchen wir einmal eine Nähmaschine. Ich quilte auf der W6N9000 QPL und wir brauchen Lineale. Als Lineale verwende ich wieder die Kreislineale von Silesian Quilt, die ich euch unter dem Video verlinkt habe. Ein Einführungsvideo zum Quilten mit Linealen habe ich euch hier in der Ecke verlinkt und wir legen los. Wenn wir uns unsere Lineale anschauen, dann sehen wir haben in Achtelabständen einen Strich. Das ganze Lineal lang, mit Ausnahme an der Stelle, an der wir unser Nähfüßchen in den Mittelkreis ziehen möchten. Über diese Striche wird unsere Dahlie aufgebaut. Wenn wir das zeichnen, sieht das folgendermaßen aus. Wir haben unsere Striche und wir markieren den oberen und den unteren Punkt, so ein bisschen dicker, an jeder Linie rundherum. An dieser Stelle fehlen uns die beiden Linien. Das heißt, hier drehen wir das Ganze einmal ein Stück weiter, richten das wieder genau aus, dass unsere Punkte wieder genau an unseren Linien sitzen und ergänzen die fehlenden Punkte. Wir wählen unser zweites Lineal, setzen das in die Mitte und tragen noch einmal den Mittelpunkt ein. So schaut das Ganze nun aus. Wir haben eine äußere Linie mit Punkten, eine innere Linie mit Punkten und einen Punkt in der Mitte. Und wir haben unser Lineal. Wir können durch unseren Mittelpunkt eine gerade Linie ziehen. Das möchten wir nicht. Wir möchten eine Blume bilden. Wir brauchen Halbkreise. Das heißt, wir setzen unser Lineal an. Ich markiere das hier nochmal ein bisschen an dieser Viertellinie. Wir zählen 2 Linien zur linken Seite und wir zählen 2 Linien zur rechten Seite. Und diesen Kreis, den möchten wir rundherum eintragen. Wir drehen das ein Stückchen weiter und zeichnen den nächsten Halbkreisbogen ein. Das machen wir rundherum. Bei dem Malen ist es kein Problem, wir ziehen eine Linie und wandern weiter. Wenn wir quilten, möchten wir den Faden nicht nach jedem Halbbogen wieder abtrennen. Das heißt, beim Quilten wandern wir zurück zur Mitte. Wir schieben unser Lineal weiter herum. Wir wandern von der Mitte zum äußeren Punkt. Wir wandern zum unteren Punkt und wir wandern zur Mitte. Das machen wir reihum. Wenn unser Motiv weiter fortschreitet, schließen wir mit der Zeit die einzelnen Blütenblätter. Wenn wir alle Blütenblätter geschlossen haben, sieht das Ganze so aus. Unseren Mittelkreis arbeiten wir auf gleiche Art und Weise. Dazu nehmen wir den kleinen Kreis. Auch hier haben wir wieder unsere Mittellinie. 2 Striche nach außen und 2 Striche zur anderen Seite. Und auch das setzen wir wieder an. Und wir wiederholen einfach, was wir gerade gemacht haben. Reihum. Nur dieses Mal als kleinen Kreis. Wenn wir das komplett arbeiten, erhalten wir unsere gefüllte Dahlie. Um unsere konzentrische Dahlie arbeiten zu können, nehmen wir einen Kreis, der nur aus einem Punktkranz besteht. Die Größe ist egal, das kann der Außenkreis sein, das kann der Innenkreis sein. Wir markieren uns die Punkte von einem Kreis. Unser Punkt ist jetzt nicht mehr in der Mitte, sondern irgendwo, wo wir den gerne hinsetzen möchten, ganz willkürlich. Von diesem Punkt ausgehend wiederholen wir in etwa, was wir gerade gemacht haben. Wir legen unser Lineal an, wir starten auf dem Mittelpunkt und wir wandern nur eine kurze Linie zum äußeren Punkt und wir wandern zurück. Unsere Nadel bleibt wieder genau auf dem Punkt, unser Lineal wandert weiter und wir verbinden den Mittelpunkt mit dem nächsten äußeren Punkt und fahren auch hier wieder unsere Linie lang. Das Ganze machen wir reihum. Hier können wir jetzt nicht mehr auf die Länge der Linien achten, weil jede Linie eine andere Länge bekommt. Wenn wir das reihum gearbeitet haben, schaut das
so aus. Je nachdem, wo wir denn unseren Mittelpunkt angesetzt haben. Bei mir schaut es jetzt so aus. Die nächste Runde geht umgekehrt. Wir haben unsere Nadel in der Mitte, wir setzen unser Lineal in der Mitte an und wir verbinden die Mitte mit einem äußeren Punkt. Das Ganze zeichnen wir wieder nach, bis unsere konzentrische Blüte fertig ist. Wenn wir das beim Quilten machen, gibt es eine Besonderheit zu beachten. Unser Linealfüßchen hat einen Durchmesser von einem halben Inch. Unsere Nadel steht beim Linealfüßchen genau in der Mitte. Wenn wir das einmal einzeichnen, dann bedeutet das für uns, wir müssen unser Lineal so weit von der Mitte ansetzen, dass unsere Nadel genau im Mittelpunkt den Kreis trifft. Und hier fahren wir entlang. Wenn wir unser Lineal genau wie bei dem Papier und dem Stift auf unsere Punkte setzen, würden wir eine Linie bekommen, die einen halben Inch außerhalb dieser Nadel ist. Das heißt, wir verschieben unser Lineal einen halben Inch und zeichnen dann unsere Linie. Das Ganze machen wir an der Maschine. Wir haben auf unseren Stoff bereits die Punkte übertragen, so wie wir das gerade bei dem Papier gemacht hatten. Ich habe das mit einem weißen Stift gemacht. Ich habe es schon eingezeichnet, weil es immer so ein bisschen dauert, bis die Punkte dann erscheinen. Wir starten aus dem mittleren Punkt heraus. Wir holen den Faden herauf so, und nähen dreimal auf der Stelle. Nun machen wir genau das, was wir gerade besprochen hatten. Wir legen unser Lineal an und denken daran, dass die Nadel 1/4 Inch von unserem Füßchen entfernt ist. Wir visieren unsere Punkte an, und zwar nicht genau auf dem Punkt, sondern 1/4 Inch entfernt. Und das Ganze nähen wir nun einmal ab. Halten das fest und wir lassen die Nadel im Stoff stecken und wir nähen. Einmal bis zu unserem Punkt. Unsere Fäden schneiden wir nun ab, damit wir nicht ständig über unsere Fäden nähen. Denn wir gehen jetzt ja wieder zurück. Wir legen unser Lineal wieder an, achten jetzt hier oben auf unseren Punkt. Moment. Auf diesen Punkt und wir nähen bis zu dem Punkt. Und zurück zur Mitte. Und wir stoppen in der Mitte. Das Ganze drehen wir einen Punkt weiter. Hier haben wir den nächsten offenen und hier den nächsten offenen Punkt. Und wir nähen genau wieder unsere halben Kreise. Fangen auf der einen Seite an. Und wandern zur anderen Seite weiter. Hier schließe ich nun unser erstes Blütenblatt. Wir achten darauf, dass wir jetzt unser Lineal nicht zu weit nach oben schieben. Wir möchten das so ein bisschen weg haben, damit wir genau den Punkt treffen. Genau genommen 1/4 Inch. Und wir nähen. Und wir nähen zurück. Nähen zur anderen Seite. Und zurück. Schieben das weiter und visieren den nächsten Punkt an. Linie für Linie. Ihr braucht nicht zu genau zu arbeiten, das ist völlig uninteressant, das ist eine Blüte. Nehmt euch mal die Zeit, nehmt euer Lineal, geht damit in den Garten oder auf den Balkon oder in den Park und legt euer Lineal mal an Blüten an. Es wird keine einzige Blüte genau eurer Linie folgen und trotzdem sieht das Ganze immer gut und harmonisch und gelungen aus. Also auch hier wieder, haltet das Ganze lebendig und quiltet es nicht zu Tode. Und wir sind in unserer Mitte angekommen.
So schaut das Ganze nun aus. Wir können das in der gleichen Farbe machen. Wir können auch eine zweite Farbe wählen. Da entscheiden wir, wie wir das gerne möchten. Den Unterfaden habe ich in der Ursprungsfarbe gelassen. Den Oberfaden habe ich nun mit einem Grün bestückt, sodass meine obere Blüte nun grün werden wird. Wir nehmen hier unser kleines Rad und setzen das wie gehabt an, denken an unseren Viertel-Inch, nähen einmal bis außen, wir vernähen erstmal 3-mal, lassen die Nadel im Stoff stecken und nähen jetzt bis außen. Und zurück. Nähen bis zur anderen Seite. Und zurück. Wir nähen wieder nach außen. Wir visieren die nächsten beiden Punkte an. Wir nähen nach außen. Zurück. So, unsere erste Blüte ist genäht. Jetzt nähen wir noch eben mit einem Stiel aus der Blüte heraus und in unsere neue Blüte hinein. Wir halten das fest. Meine Handschuhe sichern mir nun wieder mein Patch. Gerade brauchte ich das noch nicht, gerade übernahm das mein Lineal. Wenn ich das Lineal weglege, sind die Handschuhe wieder ganz praktisch. Und wir nähen mit einer Linie, geschwungen, gerade, wie auch immer, ein Stück zurück. Ich stoppe hier einmal, ich nähe wieder ein Stück hoch, setze mein Lineal einmal an. Was ich hier versuche ist, ich nehme wieder 1/4 von meinem Kreis, so sieht man es, 1/4 vom Kreis und nähe ein Stückchen hoch bis zu dem Punkt. Ich verschiebe mein Lineal und nehme hier jetzt 2 Kreisstriche und nähe wieder zurück. Schließe die Linie, nähe ein Stück vor, nähe wieder hoch. Ich mache das gleiche auf der anderen Seite. Ich lege ein Achtel an, nähe ein Stückchen hoch und ich gehe 2, also 1/4 Striche wieder nach unten. Und ich nähe zurück. Und wir fahren zur nächsten Blüte. Die habe ich jetzt ein bisschen außerhalb. Da fahren wir eben hoch. An unserem neuen Mittelpunkt setzen wir nun die konzentrische Blüte an. Es ist also eine nicht gefüllte Blüte, eine einfache Blüte. Wir setzen unser Lineal mittig an, suchen einen Punkt, denken an unseren Viertel-Inch Abstand. Wir quilten einmal bis zu dem Punkt und zurück. Und wir wandern weiter. Der nächste Punkt, ein Viertel-Inch Abstand. Die ganze Reihe lang. Wenn wir unseren ersten Kranz fertig haben, legen wir unser Lineal nun wieder umgekehrt an, damit wir den Kontrabogen nähen. Drehen das ein Stück und setzen den nächsten Bogen an.
und unsere konzentrische Blüte ist fertig. An meinem Motiv habe ich jetzt noch ein paar Blätter hinzugefügt, damit das Ganze ein bisschen lebendiger am Ansatzpunkt wird. Wir haben eine ganz ruhige doppelte Dahlie gearbeitet, eine etwas wonkige Dahlie, die ein bisschen unruhiger wird, und eine asymmetrische Dahlie, eine konzentrische Dahlie. Das Ganze könnt ihr in einzelnen Farben oder in vielen Farben arbeiten, ganz wie das gerade für euer Thema passt. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Nacharbeiten. Ich hoffe, ihr gebt dem Muster eine Chance und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!